Eigentlich muss man sagen, ist das hier ja kein typischer Kanal für Royal-Themen. Heute geht es bei uns aber tatsächlich königlich zu. Es geht nämlich um 5 englische Königinnen, wie sie ihr Land geprägt haben, welche Probleme sie bewältigen mussten oder welche sie selbst ausgelöst haben. Denn klar ist, so wirklich glorreich ist ihr Wirken nicht immer und auch nicht in jeder Hinsicht. Da wird im Juni dieses Jahres in Leeds eine Statue von Königin Victoria mit den Wörtern Mörder und Sklavenbesitzer besprüht. Ist da was dran? Wir schauen uns natürlich die ganze, fast die ganze Geschichte an. Hier kommen 5 Königinnen der englischen und britischen Geschichte. Zuerst mal müssen wir erklären, was denn genau mit dem Begriff Königin gemeint ist. Es kann sich um eine Frau eines Königs handeln. Da denkt man dann schnell an eine royale Märchenhochzeit à la Kate und William in England. Aber königliche Hochzeiten sind damals in den allerwenigsten Fällen Liebesheiraten. Da geht es um Politik. Hochzeiten können Bündnisse besiegeln. Wenn 2 Königskinder heiraten, dann heiraten praktisch 2 Staaten. Die Frau eines regierenden Monarchen hat vor allem eine Aufgabe. Sie soll für einen Erben sorgen, der die Herrschaft von seinem Vater übernehmen kann. Und am besten gibt es nicht nur ein Kind. Weil die Kindersterblichkeit in früheren Zeiten relativ hoch ist, ist es immer besser, wenn mehrere Erben bereitstehen. Wenn der Erstgeborene die Herrschaft nicht übernehmen kann, dann muss der zweitälteste Sohn ran. Oder Tochter, denn in England dürfen auch die Töchter von Königen die Regierungsmacht übernehmen. Das ist meistens keine einfache Situation, denn Frauen gelten lange Zeit in der Geschichte als schwach, als zu emotional, unmoralisch. Ob das auch auf die 5 Herrscherinnen zutrifft, die wir jetzt ansprechen? Die aktuelle Queen Elizabeth II. Ist übrigens nicht dabei. Ihre außergewöhnlich lange Regentschaft schreit gerade danach, über die Queen ein eigenes Video zu machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Beginnen wir also jetzt erstmal Mitte des 16. Jahrhunderts mit Maria I. Maria ist die erste regierende Monarchin Englands der Neuzeit. Und sie trägt wahlweise den schönen Beinamen die katholische oder aber auch die blutige. Das ist nicht ganz so schön. Maria ist ein Kind von König Heinrich VIII. Genauer, das erste seiner Kinder, das überlebt. Damit ist sie erst einmal praktisch die künftige Königin. Alle, einschließlich Heinrich selbst, hoffen jedoch, dass er noch einen Sohn bekommt und dass der dann den Thron besteigen wird. Frauen werden eben im 16. Jahrhundert als den Männern grundsätzlich unterlegen und als minderwertiger angesehen. Hat sich bis heute ja bei manchen nicht geändert, aber das ist ein anderes Thema. Als Heinrich nicht mehr daran glaubt, dass seine Gemahlin ihm einen Sohn schenken wird, will er seine Geliebte heiraten. Dazu muss der Papst die Ehe annullieren, also für ungültig erklären. Weil der Papst es aber nicht macht, wendet sich Heinrich VIII. Von der katholischen Kirche ab und gründet die anglikanische, also die englische Kirche, und setzt sich selbst als deren Oberhaupt ein. Ist die Kurzform dieser Entwicklung. Kann man viel zu sagen. In Wirklichkeit läuft das natürlich alles ein bisschen komplizierter und länger ab. Die Gründung der neuen Kirche hängt also auch mit dem Nachfolgeproblem zusammen. Allerdings bringt die Geliebte auch eine Tochter zur Welt, nämlich Elisabeth. Erst die 3. Frau des Königs bringt einen Sohn zur Welt. Für Maria ist es eine schwierige Zeit, denn sie ist natürlich direkt betroffen, dadurch, dass die Ehe ihrer Mutter mit dem König für nichtig erklärt wird. Erst wird sie zum Bastard erklärt, dann in der Rangfolge zurückgestuft, zeitweise fürchtet sie sogar um ihr Leben. Aber mit der Zeit kommt es wieder zu einer Annäherung zwischen dem König und seiner Tochter. Sie akzeptiert auch, dass sie nach ihrem jüngeren Bruder nur die Nummer 2 in der Thronfolge sein soll. Marias Position ist auch deshalb schwierig, weil sie am katholischen Glauben festhält und damit nicht der neuen Kirche ihres Vaters. Als ihr Bruder mit 9 Jahren König wird, steht er unter der Vormundschaft von Leuten, die den neuen protestantischen Glauben durchsetzen wollen. Die Katholiken im Land sehen dagegen die strenggläubige Maria als rechtmäßige, weil rechtgläubige Nachfolgerin auf dem Thron. Maria aber akzeptiert die Regelung. Trotzdem gibt es ständig Konflikte mit der protestantischen Regierung. Maria ist sozusagen eine starke katholische Influencerin und das gefällt natürlich ihren Gegnern nicht. Als Marias Halbbruder mit 16 Jahren stirbt, kommt sie tatsächlich auf den Thron. Ihre Unterstützer und die Truppen, die sie sammelt, sind so mächtig, dass ihre Gegner klein beigeben. Am 13. Juli 1553 wird Maria Königin von England. Etwa ein Jahr später heiratet sie Philipp, den Sohn von Kaiser Karl V. Ein katholischer, bereits verwitweter spanischer Kaisererbe in den Mid-20s. Allerbeste Partie. Maria selbst ist als Königin auch eine gute Partie, allerdings schon 38 und körperlich nicht in allerbester Verfassung, muss man sagen. In England gibt es Sorgen, dass sich die Spanier nach dem Tod Marias England einverleiben könnten.
aber das wird vertraglich ausgeschlossen. Philipp wird nicht englischer König, nur Mann der englischen Königin. Maria bekommt keine Kinder. Ihr Mann erbt das Königreich Spanien, treibt sich auf dem Kontinent rum und beide sehen sich ab dem Jahr 1557 nie wieder. Maria hat aber auch alle Hände voll zu tun. Seit der Thronbesteigung leitet sie Rekatholisierungsmaßnahmen ein. Das bedeutet, dass Menschen mit Gewalt gezwungen werden, den Glauben zu wechseln. Fast 300 Protestanten werden als Ketzer verbrannt. Hunderte gehen ins Exil. Dieses brutale Durchgreifen bringt Maria ihren zweiten Beinamen ein: die Blutige. Ob das was mit dem Cocktail Bloody Mary zu tun hat, das könnt ihr euch bei Instagram anschauen. Da haben wir euch das schon mal erklärt. Unseren Account findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Definitiv abonnieren, das aber nur am Rande. Jetzt kommen wir zurück zu Maria. Durch die kompromisslose Herrschaft verblassen ihre Reformen ein bisschen. Davon profitiert nach Marias Tod im Jahr 1558 ihre Nachfolgerin und Schwester, Elisabeth I. oder Elizabeth. Auch Elisabeth ist eine Tochter von Heinrich VIII. Und auch sie ist eben nicht der erhoffte Sohn. Auch Elisabeth wird zum Bastard erklärt, aus der königlichen Familie ausgeschlossen und schließlich wieder aufgenommen. Schwierige Familienverhältnisse. Auf jeden Fall ist die Frau hochgebildet. Elisabeth spricht neben Englisch auch Französisch und Italienisch fließend. Dazu Latein und Griechisch. Als Protestantin gerät sie während der Rekatholisierung unter ihrer Schwester Königin Maria in Gefahr und bekennt sich zum Katholizismus. Im Inneren bleibt sie aber wohl Protestantin. Am 17. November 1558 wird sie nach Marias Tod zur neuen Königin ausgerufen. Sie übernimmt einen schwierigen Job. Protestanten und Katholiken liegen im Clinch. Adelsgruppen kämpfen um Macht und Einfluss. Die Verwaltung ist in schlechtem Zustand. Zunächst macht sie die englische Staatskirche wieder von Rom unabhängig. Vereinfacht gesagt, macht sie die anglikanische Kirche zu einem Mittelding zwischen der katholischen und protestantischen Lehre. Oberhaupt der Kirche ist sie selbst. Die Geistlichen müssen einen Eid auf die Königin ablegen. Zu Beginn Elisabeths Herrschaft sind die meisten Engländer katholisch. Danach fast alle protestantisch. Ein zweites großes Problem geht sie allerdings nicht an. Zumindest nicht so, wie sich das die meisten Politiker damals vorstellen. Elisabeth will die Macht mit niemandem teilen und verweigert sich deshalb eine Heirat. Und zwar eine Heirat, die eigentlich viele fordern. Sie verkörpert nach außen das Bild der jungfräulichen Königin, die sozusagen mit ihrem Land verheiratet ist. Darin steckt eine Gefahr. Denn eine funktionierende Dynastie braucht vor allem einen Thronfolger. Weil Elisabeth aber kinderlos ist, stellen die Leute die Frage, wie es nach Elisabeth weitergeht. Jede, auch nur etwas schwere Krankheit stellt die Dynastie in Frage. Die hartnäckigste Konkurrentin wird Maria Stuart. Sie ist schottische Königin, katholisch und ehrgeizig. Vor allem hat sie einen Sohn. Zwar wird Maria Stuart von den schottischen Adligen zum Abdanken gezwungen und muss aus Schottland fliehen, aber in England wollen sie die katholischen Kräfte gerne auf den Thron heben. Maria ist in den kommenden 18 Jahren immer wieder in Verschwörungen gegen Elisabeth verwickelt. So eine Monarchin sitzt natürlich nicht im Knast, sondern lebt ein recht gutes Leben. Sie darf eben nur eine bestimmte Gegend nicht verlassen. Erst 1587 entschließt sich Elisabeth schweren Herzens dazu, Maria Stuart hinrichten zu lassen. Noch größer sind die außenpolitischen Herausforderungen für Elisabeth. Philipp II., der Mann ihrer Schwester und Vorgängerin, Königin Maria, will die englischen Katholiken unterstützen. Als Angeheirateter erhebt er Anspruch auf den Thron. Die Engländer wiederum bieten Piratenunterschlupf, die spanische Schiffe ausplündern und fördern in den zu Spanien gehörenden Niederlanden den Aufstand. Philipp entsendet 1588 die berühmte Armada, wie die spanische Kriegsflotte genannt wird. Eine Flotte von 130 Schiffen, die allerdings in schwere See und Unwetter gerät und schließlich von der englischen Flotte besiegt wird. Damit steigt England in der Folge zur neuen Macht auf den Meeren auf. In Irland, das damals von England besetzt ist, bricht ein Aufstand aus, dessen Niederschlagung bzw. Befriedung 10 Jahre lang dauert. Dieser lange Krieg beschädigt auch die englische Wirtschaft. Trotzdem steht das Land nach dem Tod Elisabeths im Jahr 1603 stärker da. Unter anderem fangen die Engländer an, ein Nationalbewusstsein zu entwickeln. Der Seefahrer Walter Raleigh nimmt auf dem nordamerikanischen Kontinent Land in Besitz, das er nach der jungfräulichen Königin Virginia benennt. Genauso kinderlos wie Elisabeth ist die nächste Königin, nämlich Maria II. Zur Vorgeschichte der Thronbesteigung durch Maria und ihren Gatten gehört das Ringen zwischen dem König und dem Parlament um die Macht im Staat. Dieser Kampf dauert schon lange. Er wird sogar in einem Bürgerkrieg ausgefochten.
Hintergrund dieses Kampfes ist wiederum das Verhältnis zwischen dem katholischen und dem anglikanischen Bekenntnis und den verschiedenen Abspaltungen davon. Marias Vater, König Jakob II., stärkt das katholische Bekenntnis. Das sorgt für enorme Spannungen mit der anglikanischen Kirche und etlichen Adligen. Wiederum im Hintergrund steht nun die große europäische Politik. Der Konflikt zwischen dem katholischen französischen König Ludwig XIV., der die Hugenotten verfolgt, und den protestantischen Niederlanden, die von Wilhelm von Oranien regiert werden. Dieser protestantische Wilhelm ist der Ehemann von Maria, die wir gerade schon angesprochen haben. Sie ist eben die älteste Tochter des katholischen Königs Jakob II. Wilhelm landet schließlich mit einer Armee in England und schafft es, Adel und Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Jakob, sein Schwiegervater, flieht ins Exil. Wilhelm und Maria besteigen den Thron. Das neue Königspaar stimmt den Bill of Rights zu, also dem Gesetz über die Rechte des Parlaments gegenüber dem König. Damit ist das lange Ringen zwischen dem Monarchen und dem Parlament zugunsten des Parlaments entschieden. Dieser Machtwechsel wird schon damals Glorious Revolution, also glorreiche Revolution genannt. Maria und ihr Gatte sind gleichberechtigte Monarchen. Beide schwören, die Gesetze zu achten, und damit ist der Absolutismus in England praktisch Geschichte. Das Land entwickelt sich zu einer konstitutionellen Monarchie, und das ist es auch heute noch. Es sind aber insgesamt kriegerische Regierungsjahre für Land und Königspaar. Rund um die Thronbesteigung wird gekämpft, unter anderem in Irland. 1689 bis 1697 gibt es Krieg gegen Frankreich. König Wilhelm ist oft für Monate weg von zu Hause, und so muss Maria den Laden schmeißen. Als sie Ende 1694 mit nur 32 Jahren stirbt, hinterlässt sie keine Kinder. Und nach dem Tod ihres Gatten Wilhelm 8 Jahre später geht der Thron an Marias Schwester. Anne erleidet ein besonders hartes Schicksal. Nach zahlreichen Fehlgeburten bringt sie einen Sohn zur Welt, der jedoch nur 11 Jahre alt wird. In Bezug auf einen Nachkommen ist sie letztlich kinderlos, so wie ihre Schwester. Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es, dass sie sich von ihrem Vater Jakob II. Abgewendet haben. Noch bevor Anne Königin wird, legt das Parlament fest, dass nur noch protestantische Monarchen über England herrschen sollen. Anne ist Königin von England, Königin von Schottland und ab dem Jahr 1707 Königin von Großbritannien. Nachdem England und Schottland vereinigt werden, spricht man vom Königreich Großbritannien. Schon seit 1701 beteiligt sich England am sogenannten Spanischen Erbfolgekrieg, der bis 1714 andauert. Ein Schauplatz dieses Krieges ist Nordamerika, wo sich Frankreich und England wegen der Ausbreitung ihrer Kolonien in die Quere kommen. Zwar finden keine riesigen Schlachten statt, die Armeen sind bloß kleine Einheiten von Milizionären, also Siedlern, die Wehrdienst leisten. Auf Seiten der Franzosen kämpfen verbündete Stämme von Native Americans, aber es handelt sich um den ersten global ausgefochtenen Krieg mit Kriegsschauplätzen in Europa und in Nordamerika. Und er wird nach der Königin Queen Anne's War genannt. Wenig schmeichelhaft. Die britische Marine und das Heer werden jedenfalls ständig ausgebaut. Großbritannien ist 1714 die weltweit stärkste Seemacht. Es erobert Gibraltar, das seitdem britisch ist. Und auch in Nordamerika vergrößern die Briten ihr Land. Großbritannien ist eine Weltmacht. Insofern war Anne wohl eine erfolgreiche Königin. Aber sie ist bei weitem nicht so bekannt wie Victoria. Nach ihr ist eine ganze Epoche, eben das viktorianische Zeitalter, benannt. Mit 18 Jahren besteigt sie den Thron. Mit 20 heiratet sie ihren Cousin Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, und der König leidet ziemlich darunter, dass ihn seine Gattin nicht mitregieren lässt. Aber nachdem die ersten Kinder kommen, wird Albert als Regent eingesetzt für den Fall, dass Victoria zum Beispiel bei einer Geburt stirbt. Tatsächlich ist der König dann der engste Berater der Königin und nimmt aus dem Hintergrund Einfluss. Als Albert im Jahr 1861 stirbt, trauert die 42-jährige Königin sehr um ihn. Sie trägt den Rest ihres Lebens Witwentracht. Ihre 9 Kinder schenken ihr 40 Enkel und sage und schreibe 88 Urenkel, die sie in Europas Hochadel hinein verheiratet. Victoria bekommt den Spitznamen Großmutter Europas. Ihr berühmtester Enkel ist übrigens der deutsche Kaiser Wilhelm II. Wie gesagt, befindet sich Großbritannien damals auf dem Höhepunkt seiner Macht und internationalen Bedeutung. Victoria trägt den klingenden Titel Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, Kaiserin von Indien. Sie regiert das britische Empire. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt.
Die Königin regiert, aber sie hat immer weniger zu sagen. Großbritannien demokratisiert sich Stück für Stück. Das Unterhaus, das britische Parlament, entscheidet. Trotzdem steht Victoria aufgrund ihrer langen Regentschaft für das Empire. Nach ihr werden Flüsse, Seen, Berge, Städte und vieles mehr benannt. Und eben auch eine Menge Statuen gibt es zum Beispiel von ihr. Ich hatte das ja schon angesprochen und auch angesprochen, dass einige verunstaltet werden, wie die Statuen zahlreicher anderer historischer Persönlichkeiten, die im Kontext von Rassismus betrachtet werden. Königin Victoria regiert ab 1837. Das ist 4 Jahre, nachdem das Parlament den Slavery Abolition Act verabschiedet hat. Aber zweifelsohne ist sie eine bedeutende Person in der Zeit der oft kompromisslosen Expansionspolitik des britischen Empire. Ist es daher richtig, sich von solchen Statuen und Denkmälern zu verabschieden? Oder muss man die Personen immer im Kontext ihrer Zeit betrachten? Wichtige Fragen, die gerade überall diskutiert werden. Wie seht ihr das denn? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, was ihr drüber meint. Da können wir ein bisschen diskutieren. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Das waren die 5 Königinnen der englischen Geschichte. Jede hat auf ihre Weise was zur Entwicklung des Landes beigetragen. Ob gut oder schlecht, das bewerten die Zeitgenossen und wir eben heute, wie bei dem Beispiel mit den Statuen. Um Statuen geht es hier in diesem Video nicht, aber um das britische Empire, gerade eben habe ich schon drüber gesprochen, findet ihr hier auf dem Kanal. Und direkt darunter geht es um die Schattenseiten des britischen Königshauses, um die des aktuellen wohlgemerkt. Auf meinem Kanal guckt da gerne mal rein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.